Freunde der Sonne. So sieht es aus, wenn Lieferungen ankommen vom Ant Store. Ist auch eigentlich die einzige Adresse, wo man wirklich professionell solche Sachen bestellen kann. Und ich freue mich eben besonders immer über diese Gummibärchen. Das ist immer geil, dass sie dabei gelegt werden. Immer so ein paar Informationen noch, Social Media und so weiter, Informationen zur Lieferung. Und ja, der gibt sich auf jeden Fall viel Mühe da mit seinem Shop. Also so sieht das ganze Ding dann aus. Packen wir aus. Da ist auch alles drin. Das ist jetzt das Starter-Set. Das ist rote Folie, ja. Die ist dann durchsichtig, ist selbstklebend. Die kannst du hier, egal wo du die Ameisen dann hast, im Nest oder am Reagenzglas oder sowas, kannst du dann die rote Folie davor oder da drum kleben. Und dann ist das für die, als wenn es dunkel ist, aber man kann selber noch durchgucken und die beobachten. Habe ich hier fürs Nest einmal und einmal fürs Reagenzglas. Also das ist das Starter-Set, was ich bestellt habe. Da haben wir einmal hier die Arena mit Nest integriert, also so ein Kombi-Ding. Da kommt jetzt gleich dann der Bodengrund dazu. Dann haben wir dabei einmal für Wasser und einmal für die Nahrung. Hier ist so ein Wattebausch dabei. Ich glaube, man tränkelt den Honig dann entsprechend da drauf und lässt es so. Oder man nimmt es raus. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht wisst ihr das ja. Schreibt gerne in die Kommentare. Hier Pröpel nennen wir das hier, um eben den Deckel zu verschließen. Weitere Pröpel, um hier an der Seite die Farben zuzumachen. Ausbruchschutz, eine Lupe, eine Pinzette und das ist so ein Schwamm, da tränkelt man den Ausbruchschutz eben drauf und dann geht man hier gleich einmal drum zu, das machen wir auch, ganz zum Schluss aber natürlich erst. Das sind Klebeteile, das sind die Ecken für diesen Deckel hier, die kommen hier auf jeden Fall noch dran, sodass der Deckel gut passt und Bodengrund. Das ist im Starter-Set drin. Ich finde es eigentlich relativ preiswert, muss ich sagen, dafür. Also damit hat man erstmal eine ganze Menge. Und was ich dann zusätzlich bestellt habe, ist hier nochmal rote Folie. Die rote Folie, also habe ich jedenfalls den Tipp erhalten, die kommt dann hier vorne so dran. Wir können dann, jetzt können wir es nicht machen, weil es ist Klebefolie, da muss ich hinten erst abziehen. Die kommt dann hier vorne so dran, dann können wir weiter die Ameisen beobachten. Und die graben aber an dieser Stelle, wo es dunkel ist, sozusagen. Wir können dann weiter schauen, wenn sie dann da ins Nest gehen. Machen wir aber auch erst ab dieser Höhe dann einfach. Und ja, dann werden wir mal sehen, ob das Ganze so hinhaut. Wir bauen das Ganze jetzt mal zusammen. Achso, ja, genau. Genau, also das war die rote Folie. Und dann habe ich hier noch so einen Futtermix. Damit kommt, glaube ich, eine Ameisenkolonie, wie ich sie jetzt habe, die zeige ich euch gleich auch noch in diesem Video, lange mit hin, würde ich mal behaupten. Deckel, ich habe ihn jetzt erstmal einfach oben drauf gelegt, dann nehme ich mal diese Fixierpunkte. Ich sehe ja ganz genau, wo die Ecken sind und klebe sie dann von oben einfach erstmal so da drauf. Okay, können oben diese Pröpel rein. Am besten gehen sie gleichmäßig rein, also wenn man wirklich... Und zwar jetzt kommt's. Der Kollege da vom Ant Store, der macht das wirklich, der Trick 17. Und zwar müssen wir jetzt den Bodengrund da rein bekommen, ins Nest erstmal. Und dann gegebenenfalls auch noch ein bisschen andrücken. Dafür muss ich mir jetzt mal eben irgendwie ein Instrument besorgen. Ich guck mal. So, ich habe hier noch so ein 8 mm Brettchen gefunden. Das passt ziemlich genau. Da können wir gleich ein bisschen mit andrücken, das Ganze. Mit so Sandsachen und sowas bin ich ja echt Meister, ein bisschen rumzuklähen. Bodengrund, Sand, Lehm. So, jetzt faltet man dieses Blatt Papier. Das stecke ich jetzt hier so rein.
Ist sehr hart. So, nehmen wir unser Kantholz, unser Stück Holz hier. Oh, dieses Sandgeknirsche auf Glas. Das liebe ich. Das liebe ich einfach. So, jetzt kommt unten auch noch Bodengrund. Das soll nicht mehr als 2 mm sein. Das wird schon reichen zu verteilen. So, für das Ganze mal immer ein bisschen befeuchten. Ich habe hier so ein Dings, der ist sehr, sehr fein. So, jetzt nehme ich mal die rote Folie und schneide sie entsprechend zu. Auf der Rückseite sind übrigens Karo-Dinger. Damit fällt es dann leichter, das zuzuschneiden. Hauptsache, da ist keine Luft oder sowas zwischen. Ja. Also das haben schon Leute besser hingekriegt, aber die rote Folie sitzt. Oder was wir erst noch machen können, wir können ein bisschen unten den Sand rauspulen, um es den Ameisen gleich ein bisschen leichter zu machen. Ein bisschen vorbuddeln. So, haben wir ein kleines Loch vorgebuddelt. Haben sie es gleich ein bisschen leichter. So, jetzt bin ich mal gespannt, hier den Ausbruchschutz. Ich mache den hier mal so drauf. Mal gucken, ob das dann so funktioniert. Okay, so müsste es aber gehen. Ich hoffe nicht, dass es irgendwo runterläuft, dass es wirklich zu viel ist. Okay, dann fehlt eigentlich nur noch Wasser. So, und ein bisschen Honig. Also wir packen das mal einfach so da drauf. So, hier haben wir ein bisschen Honig drauf. Packen die Ameisenfarm und die bzw. Arena jetzt zum passenden Standort und dann schauen wir uns mal an, was die Ameisen so machen. So, hier kommen sie hin. Das wird der Standort. Und jetzt lassen wir die Guten mal einziehen. Das ist die Lasius niger Kolonie, die ich da habe. Es sind ungefähr 20 Arbeiterinnen und die Königin natürlich dabei. Und einiges an Brut schon, das kann man aber ganz schlecht zählen, das Ganze. Wir wollen ja mal nicht weiter stressen, sondern packen sie einfach direkt rein. Eine Ameise hat sich hier vorne jetzt schon hin verirrt. Die haben schon auch einiges an Müll hier vorne hingelagert, habe ich gerade gesehen. Und dann gucken wir doch mal, wie die Damen ihr neues Zuhause so annehmen. Also sie sind natürlich jetzt ein bisschen unter Stress, weil es auf einmal so hell geworden ist. Ich glaube, wir gönnen ihnen noch ein bisschen Ruhe da in dem Nestbereich und wir machen ein bisschen was drüber. Einen Moment. Also die ersten wagen sich schon mal aus dem Reagenzglas heraus. Ich vermute, was die jetzt machen werden, ist, dass die das Reagenzglas zubauen.
Ja, meine Freunde der Sonne, das war's zum ersten Video. Wir werden fleißig weiter beobachten, was die Kolleginnen hier so machen und schauen einfach mal, ob die jetzt über Nacht schon ja, ihr neues Zuhause finden oder ob sie sich erstmal zumauern. Ich vermute, die mauern sich erstmal zu im Reagenzglas, wirken aber jetzt nicht allzu gestresst, sondern ja, erkundschaften einfach die Gegend und wir lassen mal ein bisschen drauf laufen. Mal schauen, was sie daraus machen.